Die Karriere von Johnny Cash dauerte fast 50 Jahre, von 1955 bis zu seinem Tod 2003. Wenn du ihn erst durch American Recordings erlebt hast, dann hast du ihn wahrscheinlich solo nur mit seiner Gitarre erlebt. Das passierte aber erst in seinen späten Jahren ab 1993. Die meisten Jahre seiner Karriere war er in Begleitung von zahlreichen Musikern und weiteren Künstlerinnen und Künstlern. In meinem Kanal Memories of Johnny erzähle ich Stories aus dem Leben von und über Johnny Cash. In dieser Folge stelle ich seine wesentlichsten Musiker und Tourbegleiter vor. Ich freue mich, wenn du interessiert bist und dranbleibst. Am Schluss meiner Story präsentiere ich Cashs Klassiker Tennessee Flat Top Box. Damit herzlich willkommen zu Memories of Johnny. Gleich nach dem kurzen Intro geht's los. Hello, I'm Johnny Cash. (1954) kehrt Johnny Cash nach 3 Jahren als GI aus Deutschland in die Staaten zurück. Bereits in Deutschland hat er erste musikalische Erfahrungen gesammelt. Er kaufte hier seine erste eigene Gitarre und gründete eine erste Band mit Kameraden, die Landsberg Barbarians, die Landsberger Barbaren. Die Stories dazu habe ich bereits in einigen Videos schon erzählt. Die blende ich hier im Hintergrund nochmal kurz ein. Später erzählt Cash, dass sie in diesen Jahren die großen Country-Hits verschandelt hätten. Erst nach seiner Rückkehr hatte er die Chance, dass es etwas professioneller wurde, und das kam so. Sein ältester Bruder Roy Cash wollte auch Musik machen und gründete in den 40ern, das genaue Datum weiß ich nicht, eine Band. Das endete aber tragisch, weil alle seine Kameraden, mit denen er Musik machen wollte, im Zweiten Weltkrieg nach Eintritt der USA ums Leben gekommen sind. So lebte und arbeitete Roy Cash als einziger Überlebender in Memphis. Er wollte keine eigene Band mehr gründen, aber er lernte weitere Musiker kennen. Als John mit seiner ersten Frau Vivian Liberto nach seiner Rückkehr nach Memphis zieht, stellt sein Bruder Roy ihm 3 musizierende Automechaniker vor. Auch zu dieser Story zeige ich hier im Hintergrund nochmal Videos, die ich bereits produziert habe mit mehr Details. Hier nur so viel. Die beiden Automechaniker Marshall Grant und Luther Perkins wurden Cashs erste Musiker. Anfangs war noch ein dritter im Bunde, das war A.W. Canoodle, der spielte Steelgitarre, der ist aber zu Beginn der Sun-Aufnahmen von Anfang an ausgestiegen und wollte nicht weiter mitmachen. Marshall Grant wurde Bassist und blieb bis 1980 in Cashs Begleitband, also 26 Jahre lang. Luther Perkins spielte die E-Gitarre und hat maßgeblich den Cash-typischen Sound mitgeprägt, der Bum Chicka Bum genannt wurde. Auch dazu gibt es ein bereits von mir produziertes Video, was ich im Hintergrund nochmal zeige mit mehr Details. Schau es dir gerne nochmal an. Luther Perkins war kein begnadeter Gitarrist und konnte nur die einfachsten Läufe spielen, aber er hat einen eigenen Stil entwickelt, der passte maßgeschneidert zum einmaligen Johnny Cash Sound aus dieser Zeit. Noch 2 Anekdoten dazu. Cash erzählt in seiner Autobiografie, dass in einem frühen England-Konzert Keith Richards, der Gitarrist der Stones, auftauchte, aber nicht um Cash singen zu hören, sondern um Luther spielen zu hören und zu sehen. Die zweite Geschichte ist von Merle Haggard. Er saß 1958 aufgrund seiner kriminellen Jugend in San Quentin. Cash trat hier zu einem Gefängniskonzert auf und Merle Haggard berichtete später, dass es ungefähr 30 Insassen in San Quentin zu dieser Zeit gab, die Gitarre spielen konnten, und nach diesem Konzert wollten alle spielen wie Luther Perkins. Auch Merle selbst nahm das Konzert zum Anlass und wurde nach seiner Entlassung einer der erfolgreichsten Country-Musiker aller Zeiten. Ab 1960 wurden aus den Tennessee 2 die Tennessee 3. Als Drummer kam W.S. Holland dazu. Der trommelte ursprünglich in der Band von Carl Perkins, und wie ich bereits in diesem Video erzählt habe, bekam Carl kein Engagement mehr, und so übernahm Cash schließlich W.S. Holland als Drummer und stellte Carl Perkins als zusätzlichen Gitarrist für einige Jahre ein. Fortan war Carl Perkins auch Teil der Johnny Cash Show
und sang dort seine großen Hits, unter anderem Blue Suede Shoes und Matchbox. Ab 1961 gab es erneut musikalischen Zuwachs. Seine Traumfrau und spätere zweite Ehefrau June Carter wurde mit ihren Schwestern Helen und Anita und ihrer Mutter Maybelle festes Tourmitglied als Carter Family. Auch dazu habe ich bereits ein Video, was ich im Hintergrund zeige, produziert mit mehr Details. Schau es dir gerne nochmal an. In den Jahren 63, 64 kamen dann noch die Statler Brothers hinzu. 4 Männer als Quartett und Hintergrundchor, aber auch mit eigenen Hits. Und in dieser Konstellation der Tennessee Three, Carl Perkins, die Carter Family und den Statler Brothers blieben sie bis Anfang der 70er Jahre zusammen und auch über die Zeit der Johnny Cash Show im TV. Übrigens, diese Show lief von Sommer 69 bis März 1971. Noch habe ich kein Video dazu produziert, aber ich habe demnächst eins eingeplant. Es gab nur eine Änderung in dieser Zeit, allerdings eine sehr tragische und gravierende, nämlich Luther Perkins starb im Sommer 1968 durch einen Brand in seinem Haus. Details dazu habe ich in diesem Video auch schon einmal erzählt. Kurze Zeit später tauchte Bob Wooten auf. Er hatte sich Luthers Spielweise von Schallplatten abgehört, konnte sie perfekt nachspielen, wurde bei Cash auch vom Fleck weg engagiert und wurde neuer Leadgitarrist. Bob Wooten blieb bis 1997 bei ihm. Es gab nur eine einzige kurze Unterbrechung wegen Krankheit. Das war vor einer 5-tägigen Konzertreise durch Toronto. Bob Wooten ist ausgefallen, Cash wusste nicht, wer Gitarre spielen sollte und er wollte die Tournee nicht absagen. Sein enger Freund Waylon Jennings ist kurzfristig eingesprungen, hat den Gitarrenpart übernommen und in seiner Autobiografie beschreibt Cash, dass Waylon auch noch nicht mal Gage dafür wollte. So tief verwurzelt war die Freundschaft und auch zu den beiden, Waylon Jennings, plane ich demnächst nochmal ein Video ein. Der nächste größere Wechsel passierte 1980, da verließ Marshall Grant als Bassist die Band nach 26 Jahren. Er blieb aber der Musik treu und wurde Manager bei den Statler Brothers, bei denen blieb er bis 2002. Die Statlers hatten sich 1972 selbstständig gemacht und gaben 2002 ihr Abschiedskonzert. Mit dem Weggang von Marshall Grant nannten sich die Musiker fortan die Great 88, also etwa die großen 8 der 80er. Das waren 8 Musiker, von denen 2 länger schon dabei waren, nämlich Bob Wooten und W.S. Holland, und 2 erst seit wenigen Jahren mit dabei waren. Die 2 waren Marty Stuart ab 1979 und Earl Poole Ball ab etwa 1977. Earl spielte Piano live und ist auch auf den ganzen Plattenaufnahmen von Cash aus dieser Zeit mit dabei. Marty Stuart ist noch besonders erwähnenswert. Er wurde bereits mit 13 Jahren von der Bluegrass-Legende Lester Flatt fest als Mandolinenspieler engagiert. Das war etwa 1971. Im Alter von 20 Jahren heiratete er Johnny Cashs Tochter Cindy. Und dadurch wurde auch Johnny Cash auf Marty aufmerksam und engagierte ihn als Musiker und als Gitarrist für seine Band. Marty blieb bis 1985, seine Ehe mit Cindy hielt noch ein Jahr länger, bis 1986. Er ist auch heute noch als Musiker sehr aktiv und hat sich auch geschichtlich einen Namen gemacht. Er kennt sich in Musikhistorie bestens aus und ist auch als Sammler von Country-Relikten aus mehreren Jahrzehnten bekannt. Kleine Randnotiz: Er heiratete 1997 die 16 Jahre ältere Country-Ikone Connie Smith, die mit ihren 84 Jahren auch heute noch aktiv ist. Nachdem Marty die Great 88 verlassen hat, haben sie sich umbenannt in Great 87, also es waren ja auch nur noch 7 Musiker, und wechselten noch ein einziges Mal dann später den Namen in Johnny Cash Showband. Den haben sie dann beibehalten bis 1997. Bis auf Bob Wooten und W.S. Holland wechselten die Musiker sehr häufig, deshalb erwähne ich sie hier auch nicht mehr alle.
weil sonst wird aus diesem Video doch noch eine Doktorarbeit. Nur einen Namen möchte ich noch erwähnen, Jimmy Tittle. Der stieß 1982 dazu und wurde einer von Cashs Schwiegersöhnen. Er heiratete die zweite Tochter Kathy und die beiden sind bis heute noch zusammen. Im Herbst 1997 musste Cash seine Bühnenkarriere aus gesundheitlichen Gründen beenden und das war dann auch das Ende der Johnny Cash Showband. Nur ein einziges Mal kamen sie noch erneut zusammen. Das Anlass war 1999 ein All-Star-Tributkonzert für Johnny Cash. Dafür kehrte sogar Marshall Grant auf die Bühne zurück und spielte den Kontrabass. Cash sang den Folsom Prison Blues und I Walk the Line im Duett mit seiner Frau June Carter. Du kannst dir diesen Auftritt bei Interesse gerne bei YouTube mal anschauen, aber Vorsicht, sehr emotional das Ganze. Damit komme ich jetzt zum Song. Johnny Cash schrieb Tennessee Flat Top Box 1961. Es geht um einen dunkelhaarigen jungen Gitarristen, der alle Frauen von 9 bis 90 Jahren begeistert und ins Schwärmen bringt. Tennessee Flat Top Box, so heißt die Gitarre. Der Song erreichte Platz 11 der Country Charts. 1987 gelang Cashs Tochter Roseanne mit einer Coverversion sogar Platz 1. Das Lustige daran ist, sie wusste zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht, dass ihr Vater dieses Lied komponiert hatte und dachte, es wäre ein altes Volkslied. 1961 bekam Luther Perkins bei der Aufnahmesession den Gitarrenpart einfach nicht hin. Cash begegnete im Flur bei Columbia dem Gitarristen Roy Nichols, der auch schon für Merle Haggard gespielt hatte, klagte ihm sein Leid und Roy Nichols übernahm bei der Aufnahme den Gitarrenpart, diesen Solo-Part, den du dir gerne im Original auch nochmal anhören kannst. Wie du weißt, bin ich ja auch kein Gitarrist und spiele für euch nun meine eigene Version dieses Songs. In a little cabaret in a South Texas border town sat a boy and his guitar, and the people came from all around, and all the girls from here to Austin were slipping away from home and putting jewelry in hug to take the trip to go and listen to the little dark-haired boy that played the Tennessee Flat Top Box, and he would play well, he couldn't ride or angle, but he never cared to make a dime, but give him his guitar, and he'd be happy all the time. And all the girls from 9 to 90 were snapping fingers, tapping toes, and begging him don't stop. They were hypnotized and fascinated by the little dark-haired boy that played the Tennessee Flat Top Box, and he would play and one day he was gone, and no one ever saw him round. He vanished like the breeze, and they forgot him in the little town. And all the girls still dreamed about him, and they hung around the cabaret until the doors were locked. And then one day, on the hit parade, was a little dark-haired boy that played the Tennessee Flat Top Box, and he would play So, ich hoffe, dir hat meine eigene Version gefallen und wir sehen uns in meiner nächsten Folge. Wie du wahrscheinlich weißt, befindet sich Amerika aktuell im Wandel, nicht unbedingt zum Guten. Cash galt ja auch als Amerikaner-Experte und die Frage ist, wie sah eigentlich Cashs Amerika aus?
Diesem Thema widme ich mich in meiner nächsten Folge und dazu präsentiere ich den Song This Land is Your Land, der ursprünglich von Woody Guthrie stammt. Bis dahin, tschüss und bleibt gesund.